Mein Studentenjob bei DHL hat natürlich viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass wir tariflich bezahlt werden. Hallo, ich bin Viktoria, ich bin 24 Jahre alt. Ich studiere nebenbei BWL und habe jetzt einen perfekten Nebenjob eigentlich hier gefunden. Also ich bin hier Paketsortierer, was auch Ops Agent 1 genannt wird. Meine Aufgaben sind es eigentlich, wenn ich ankomme, zuerst das Stacking zu machen. Ich muss sozusagen im System eingeben, wo die Container, also in welches Flugzeug die kommen, Barcelona, Singapur, ähnliches, was drin ist. Dann muss ich die Container beladen mit den Sendungen, die natürlich vorher scannen und muss gucken, ob sie beschädigt sind. Dann muss ich die natürlich woanders hinpacken, nicht in den Container. Wenn der Container voll ist, dann schließe ich den ganz normal im System und halt auch mache die Gurte zu und muss schauen, dass er halt pünktlich rauskommt. Wie geht denn ein normaler Arbeitstag bei mir los? Ich ziehe mich um, da ich in meiner normalen Kleidung hierher komme, laufe durch die Sicherheitskontrolle, das könnt ihr euch vorstellen, wie auf dem Flughafen nach dem Check-in. Ihr müsst eure Sachen durchleuchten lassen. Wenn ich piepe, werde auch kontrolliert, ganz normal, aber dazu gibt es auch Videos und das könnt ihr euch gerne auch mal anschauen auf unserem YouTube-Channel. Genau, dann komme ich in meinen Bereich rein, gucke nach der Einteilung. Ich bin im Reload zum Beispiel. Wir haben zwei Bereiche, entweder NCY oder COI. Im NCY könnt ihr es euch so vorstellen, dass ein Staplerfahrer jeweils einen Scanner hat und die Pakete, die über 30 Kilo sind, kommen halt einen Lachs runter. Das ist wie so ein Fahrstuhl. Der kommt runter, dann der Staplerfahrer nimmt das auf seine Gabel. Ich scanne das, sage ihm, mache das bitte in den Container, die ihr hinter mir seht zum Beispiel. Im COI ist das ganz anders, da sind die leichteren Pakete und ihr müsst halt die Pakete auch von so einer Rutsche nehmen, in den Container reinpacken und wie Tetris auf 3D spielen. Ich habe durch den Job in der Mensa tatsächlich erfahren, weil eine Kollegin von hier auch als Studentenjob hier bei DHL tätig ist. Du musst vorher keine Vorkenntnisse haben, dir wird alles super erklärt in einer Woche Theorie und nach einer Woche hast du 3 Praxistage. Ein Tag war bei mir ein Offload, die anderen 2 Tage kam ich in mein jetziges Team schon im Reload. War natürlich sehr aufgeregt, aber wurde super aufgenommen. Also am Anfang hatte ich natürlich schon ein bisschen Sorge, dass es mein Studium beeinträchtigt, aber gar nicht. Also ich muss sagen, ich gehe 3-mal pro Woche arbeiten, das ist schon sehr viel als Student. Ich habe einen 20-Stunden-Vertrag, die meisten gehen aber 7 oder 12 Stunden arbeiten. Ich gehe montags, freitags und sonntags. Meistens gehen die Studenten auch freitags und sonntags arbeiten, damit das Studium halt nicht vernachlässigt wird. Natürlich kann ich mir eine berufliche Zukunft bei DHL vorstellen, schon alleine, weil das ein ziemlich familiäres Unternehmen ist, obwohl es zu groß ist. Also wir duzen uns alle, wir sprechen niemanden mit Herr oder Frau an, sondern wirklich beim Vornamen, das ist wirklich super. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber ich finde am beeindruckendsten eigentlich, dass wir hier keine Handys haben. Das lassen wir in unserem Spind oder vielleicht zu Hause. Und dementsprechend lernt man auch seine Kollegen ganz anders kennen, ganz andere Facetten. Es entwickeln sich viel schneller Freundschaften hier. Bewirb dich jetzt bei anpacken-dhl.de und werde Teil des Teams.